Die erste Generation der Chiropraktoren, die waren sich dessen extrem bewusst, wie wir eigentlich elektrisch sind und wie die Kommunikation zwischen Gehirn und Peripherie ist. All diese Fasern, müssen wir uns vorstellen, kommen eigentlich vom Gehirn selber, gehen durch das Rückenmark, werden verkoppelt, gehen hinaus zu den Organen. Und warum ist das für die Chiropraktik so wichtig? Weil wenn irgendwas mit der Wirbelsäule nicht stimmt, dann geht es eben auch mit den Organen nicht ganz perfekt. Und das alles ist eigentlich vom Nervensystem gesteuert. Und deshalb waren die Chiropraktoren eben in diesen ersten 20, 30 Jahren des Berufs so weitsichtig und behandelten eben nicht nur Rückenweh. Deshalb waren sie auch im Konflikt mit den Ärzten. Sie waren viel zu breit eigentlich, aber eben so, wie sie sein müssten. Und Dr. Gunstead war so ein Typ, der hat das so gesehen. Der sagte, wenn irgendwo eine Interferenz ist, irgendwo etwas nicht durchgeht, ist die Gesundheit des Patienten eigentlich nicht mehr gegeben. Das ist diese Schnittstelle. Sie sehen die Wirbelkörper, Sie sehen diese Öffnung, die heißt Foramen intervertebrale, oder man könnte sagen Zwischenwirbelfenster. Dadurch laufen Nerven, Gefäße, Venen, Arterien, Lymphgefäße und das Ganze ist eingebettet in Fett. Und aus chiropraktischer Sicht ist die Gesundheit optimal, wenn diese Impulse hier fließen. Weil wenn etwas hier schwillt, irgendwas ist entzündet, irgendwas schwillt, dann haben wir Druck auf den Nerven. Dann können diese Impulse nicht mehr richtig laufen und dann beginnen manchmal schon sofort, manchmal erst mit Verzögerung Symptome. Also die Bewegung eines Wirbelsegmentes findet eigentlich in den Bandscheiben statt, nicht in den Gelenken hinten. Und Dr. Gunstead hat immer betont, dass der Wirbel eigentlich verrutscht oder leicht sich verschiebt auf einer kranken Bandscheibe, auf einer Bandscheibe, die nicht richtig funktioniert. Die Bandscheibe hat diesen Druck und der Druck geht nach außen, damit die Bänder gehalten werden. Wenn jetzt also das Segment oben auf die Seite kippt, steigt der Druck links und die Bänder werden gestrafft. Wirbel, der nicht ganz gut auf seiner Bandscheibe sitzt, ist ein subluxierter Wirbel, wenn er das Nervensystem stört. Also nur die Fehlposition reicht noch nicht. Und die ganze Methode basiert darauf, dass wir die Bandscheibe wieder zum Reparieren bringen. Die positive Botschaft, oder? Wir haben hier in diesen sehr speziellen Tagen dieses Kongresses immer die positive Botschaft. Also man kann was machen. Wenn wir nur einfach irgendwas in der Wirbelsäule rumdrehen, diese Rotationsmanöver, die im Namen der Chiropraktik von ganz vielen Therapeuten, nicht nur von Chiropraktoren gemacht werden, dann verändern wir nichts in der Statik. Also die Statik, wenn wir die verändern wollen, dann müssen wir die Bandscheibe korrigieren. Das ist Gunsteads. Die Diagnose des verschobenen Wirbels, Subluxation, kommt gleich. Die Diagnose geschieht am Patient. Die Richtung, wie der Wirbel verschoben ist, diese Richtung und die korrektive Richtung dann, wie wir das korrigieren müssen, sieht man aus dem Röntgenbild. Das ist eine schematische Darstellung einer idealen Komposition eines Bewegungssegmentes. Das brauche ich mit jedem Patienten bei jeder Behandlung. Das gibt mir eine Idee, wo sind Entzündungen in der Wirbelsäule, die mir sagen, welches Segment könnte in etwa das Problem sein. Wenn die Subluxation korrigiert ist, dann sieht man sowas, dann sieht man so eine Kurve. Das sind normale Wärmeschwingungen der Muskulatur. Also Leave it alone war wieder so ein Weisheitssatz von Dr. Gunstead. Er hat vielen Chiropraktoren gesagt, hört auf, die Leute einfach weiter zu behandeln. Lasst sie in Ruhe, lasst sie ausheilen. Das ist die Heilung, die Heilung ist ein ganz wichtiger Faktor. Der Körper, komme ich nachher, heilt selber, das ist das Verrückte. Wir müssen ihm nur die Hindernisse wegnehmen. Noch kurz die Bandscheibe, die werfe ich so dazwischen. Also wenn diese Beschleunigungstraumen passieren, gibt es eben Risse in den Lamellen, haben wir vorher gesehen, und Flüssigkeit kann ein bisschen sich verteilen oder eben austreten. Im Extremfall kann ein Bandscheibenvorfall passieren. Im allerblödsten Fall kann es wirklich genau dort im Loch gegen die Nerven drücken. Obwohl wir viele Operationen verhindern können und könnten, gibt es gewisse Situationen, wo man trotzdem das Teil rausnehmen muss. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Man könnte wahrscheinlich 90% der Operationen könnte man streichen. Darf man jetzt
so mal wagen zu sagen. Diese Frauen zwischen 30 und 50, die sind wirklich crazy im Moment. In dieser Praxis, die ich habe, kommen diese Damen, die sind völlig übertrainiert. Die haben Bauchmuskeln, ich könnte nicht mithalten, also nicht einmal 10 Sekunden. Die machen Trainings, die haben hier Sixpacks. Ja, es gibt auch eine muskuläre Disbalance, das ist das Gegenteil. Also, das gibt auch Schäden an den Bandscheiben. Also Krafttraining ja, aber eben im richtigen Sinne. Die Innate Intelligence, Homöostase. Dieser Begriff ist absolut erste Generation Chiropraktik, den hören Sie nicht mehr. Und jetzt bin ich ganz rückständig oder vielleicht fortschrittlich und bringe dieses Wort, das ich vielleicht in meinem eigenen Beruf nicht mehr so leicht aussprechen kann, wie ich es vor diesem wunderschönen Publikum aussprechen kann. D.D. Palmer, der Gründer der Chiropraktik, der hat ein Buch geschrieben, 1910, so ein Schunken, das ist ein Hammer. Was der über Innate Intelligence sagt, da wären Sie alle zu Hause.